Urlaub und neues Video. Genau. Heute ist Freitag, der 12. Mai und morgen früh fahren wir in die Provence. In den letzten Tagen haben wir schon einige Sachen zusammengesucht. Anne hat bereits gepackt. Ich packe gleich noch meine Sachen. Wir bringen den Fahrradträger auf dem Autodach an und dann nehme ich morgen früh mein Rennrad mit und Anne ihr Open Wide. Am nächsten Morgen sind wir um 5:30 in Richtung Provence losgefahren. Es ging von Hirschberg bis nach Pernes-les-Fontaines. Mit den Rädern auf dem Auto und Tempomat 120 dauert die Fahrt ca. 9 Stunden. Wir machen das immer so, dass wir uns mit dem Fahren regelmäßig abwechseln und dabei Podcast hören. Meine Lieblingspodcasts im Bereich Fahrrad sind Antritt, Besenwagen und Faszination Rennrad. Und ich höre gerne Plattfuß, OMR-Podcast und AWFNR Alle Wege führen nach Ruhm von Paul Ripke. Also Tollbergland sind wir ja gerade drauf Bei gekommen. Tollbergland sind aber jetzt schon 5. Je nachdem, wie man alles mitzieht. Das funktioniert ja wirklich. Der ist 6,2. Der Fahrradträger hat vorne Gabelaufnahmen und die Hinterräder befestigt man mit einer einfachen Ratsche. Und bei einem Stopp wie hier kann man die Fahrräder mit dem integrierten Drahtseil sichern. Dann sind wir auch schon am Apartment angekommen. Ich gehe hier die Treppen runter zum Innenhof. Der war sehr schön, wir konnten uns da super hinsetzen und auch die Fahrräder hinstellen. Da hatten wir viel Platz, das war super. Auch die Gastgeberinnen waren sehr, sehr nett. Ja, hier auf der linken Seite haben wir dann das Badezimmer. Ziemlich dunkel mit niedrigen Decken. Und auf der anderen Seite dann der kombinierte Schlaf-, Wohn- und Essbereich. Ich fand es nicht wirklich gemütlich, also beim nächsten Mal würde ich gucken, ob es nicht vielleicht was anderes gibt. Ja, eine Hauskatze haben wir auch und einen Haushund. Gegessen haben wir gerade schon. Es gab lecker Pasta mit Tomatensauce und Käsesoße. Genau, und wir haben uns jetzt nochmal Gedanken gemacht für die einzelnen Tagesetappen, weil wir haben hier das Thema Wind. Ja, das haben wir jetzt mal vor 2 Tagen erst gemerkt, dass es hier wohl ein bisschen stürmisch wird und wir müssen dann gucken, was wir wann machen. Richtig, genau. Wir wollten sogar schon kurzfristig alles umplanen und haben uns schon Flüge nach Mallorca gesucht, aber am Ende sind wir jetzt doch hier gelandet und bisher ist es auch richtig super. Heiter bis wolkig, sonnig, sagt man, ne? Aber ja, der Wind ist halt so ein bisschen der Faktor und Sturmböen. Auf dem Mont Ventoux wollen wir auch noch und wann machen wir das am besten und ja, wir werden dann heute Abend später entscheiden. Okay, dann sehen wir uns morgen früh. So, wir haben es kurz nach 6 und ich würde mal sagen, los geht's. Wir haben ziemlich zentral in Pernes-les-Fontaines gewohnt, was man auch an diesen schmalen Gassen sieht. Der Ort hat ca. 10.000 Einwohner und sage und schreibe 40 Brunnen. Hier sieht man auch das Port Notre-Dame. Aus dem Ort raus sind wir der Morgensonne entgegengerollt. Wir haben uns für die Schluchtenrunde entschieden und ja, wir freuen uns auf die Provence, auf das französische Flair. Pain au Chocolat, Lavendelfelder, schöne Landschaften und jetzt rollen wir die ersten 20 Kilometer bis zur Boulangerie. Was machen wir nun genau? Wir starten in Pernes-les-Fontaines, fahren dann die Gorge de la Nesque, haben dann eine Abfahrt und über die Ebene geht's wieder zurück. Insgesamt kommen wir auf 127 Kilometer und 1790 Höhenmeter. Geradeaus der Mont Ventoux, der thront hier über allem. Wie ist die Temperatur? Angenehm, es ist noch frisch, aber es ist ja auch noch früh und die Sonne scheint.
Hier sieht man die ersten 20 Kilometer bis zur Boulangerie in Ville-sur-Ozon. Wir haben was bestellen können. Diese Mandelschleifen in Frankreich sind einfach der helle Wahnsinn. Wir fahren jetzt in die Gorge de la Nesque, also die Schlucht vom Nesque-Fluss. Abfahrten bei den Temperaturen kann man sich schon mit Handschuhen vorstellen. Ja, hast du die dabei? Klar. Klar. Das war um kurz nach 8 bereits die zweite Rennradgruppe, die wir gesehen haben. Also das ist hier echt faszinierend. Wir fahren hier im gefühlt nirgendwo. Wenn man links und rechts schaut, nur Hügel, Berge, Schluchten und dann am Ende aber doch eine Straße. Und ich finde das immer sehr erstaunlich, weil manchmal sieht man gar nicht, wo es dann noch lang gehen soll. 30 Kilometer haben wir jetzt gefahren und ja, wir sind froh, dass die Fahrradsaison jetzt endlich wieder losgeht im Mai. Bei mir war der Januar bis April richtig zum Kotzen. War permanent krank eigentlich. Anfang Januar normal erkältet, dann im Februar Covid gehabt. Ja, und seitdem ein geschwächtes Immunsystem, sagt mir meine Ärztin. Ich war dann auch mal kurz wieder 10 Tage gesund, habe dann mit Sport begonnen. Und dann war ich einmal im Hallenbad und danach war ich direkt wieder krank. Ja. Vor 2 Wochen war ich dann nochmal krank geschrieben auch und dann habe ich eine Vitamin C Infusion bekommen, 3 Stück. Ja, und ja, ich wollte eigentlich vor einer Woche Marathon gelaufen sein. Das ist dann natürlich nichts geworden. Im Dezember war ich eigentlich schon wieder bei 30 Kilometern. Aber ja, also insofern die letzten 4 Monate waren ordentlich blöd und umso glücklicher sind wir jetzt, dass es losgeht. Vor allen Dingen ist es wirklich wieder schön, mit Mario zu fahren. Mario hat es ja gesagt, er war jetzt recht lange krank. Auch ich hatte im Februar Covid und das hat sich auch irgendwie super lang hingezogen. Und ich habe dann ein paar Trainingsfahrten alleine gemacht, aber freue mich jetzt natürlich wieder, dass wir zu zweit unterwegs sind.
Ja, mittlerweile hat Anna auch eine Kamera in ihrer Foodpouch. Kann sie auch mal ein bisschen erzählen, was so während der Tour abgeht. Bis März ist hier Schneekettenpflicht. Okay. Die Straße da sind wir gefahren bisher. Okay, was haben wir hier? Einmal anhalten. Da kommen wir her. Jetzt auf 656 Meter. Gerade ist relativ flach, dann geht es nochmal rauf. Ja. Um 8:53 Uhr. Ja, bisher schön ruhig. Im Nachhinein fällt mir auf, dass es auf der ganzen Strecke nichts gab. Also ich glaube, die wurde einfach nur hingebaut, weil es so wunderschön ist. Es gab ein Haus, einen Aussichtspunkt und wir haben einen Radfahrer getroffen. Frühmorgens kein Auto, es war super ruhig. Hier sehen wir die Strecke durch die Gorge de l'Arnesque, ehe eine kurze Abfahrt ins nächste Dorf kommt. Monieux ist das hier, glaube ich, ne? Ja. Logerie. Ob Bullen oder Esel, Mein du Bauch. halt gerne. Ich habe so ein richtiges Zuckenbad gehabt. Ja. Schöner kleiner Ort. Monieux war wirklich wunderschön. Ein ganz süßes kleines Örtchen. Und schaut euch mal an. Richtig cool, oder? Ich seht ihr das im Hintergrund, da sind Lavendelfelder. Aber Hilfe.
Da ist irgendwie ein Tier. Da ist ein Hund. Also hier sieht man jetzt überall schon Lavendelfelder, aber da sind wir noch ein bisschen zu früh dran. Die Blüte oder die Ernte ist erst so im Juli, August. Aber es ist schon ein cooler Anblick. Honig, oder? Miles Honig, ja. Und man sieht ganz viel Klatschmohn. Hier vor uns liegt Salt. Da fahren wir jetzt einmal kurz rauf. Gucken, ob wir da was zu trinken holen können, oder? Ja. Ja. Salt ist ein schöner kleiner Ort, liegt etwas erhöht und ist auch bei Radfahrern ganz beliebt. Ich habe einfach die besseren Berggänge. Hihihi. Salt ist der Startort von einer von 3 Auffahrten zum Mont Ventoux. Daneben gibt es noch die Auffahrt von Malocène und die von Bédoin. Morgen starten wir auch von hier unsere Auffahrt zum Mont Ventoux. Wir sind schon wieder aus Salt raus. Wir waren mal so vernünftig, haben einfach das getrunken, was wir dabei hatten. Meistens hat man ja auch genau auf das keine Lust, sowohl trink- als auch esstechnisch. Aber jetzt waren wir mal vernünftig. Als nächstes haben wir ein leicht ansteigendes Plateau befahren und insbesondere der Blick nach hinten war sehenswert. Immer faszinierend, sind wir irgendwie auf so einem Plateau und wieder Lavendelfelder ohne Ende. Gut, noch mal ein bisschen eingecremt. Chamois Cream immer wieder nachlegen. Da geht's nochmal bergauf. Ich finde starke Untertreibung mit, es geht den Berg hoch, ich finde es geht eine Wand hoch. Ja, ich bin halt hier komplett ohne Training hingefahren. Da werden wir halt im Urlaub fit. Frühling in der Provence. Ja, so was du wolltest. Wegen Wind. Ne? Also heute ist Sonntag, hier merken wir noch nichts. Der Hauptstromtag ist Dienstag. Ja? Ob wir da fahren, müssen wir schauen. Einen Tag vorher merkt man wahrscheinlich schon ein bisschen was. Und einen Tag nachher, am Mittwoch also auch. Bonjour. Bonjour. Ja, der Climb ist gleich geschafft, noch einen Kilometer oder so. Dann reicht's auch, ne? Ja. Dann sind wir am höchsten Punkt der Strecke. Ja. Das ist ein Rollen ideal. Ja. Und ja, sind jetzt gerade auf 1046 Meter und danach geht es dann gleich ordentlich bergab. Darf ich 3? 4? Du darfst auch, ich kann es auch 3. Anna hat die gerade rausgeholt und ich habe es direkt gerochen. Boah, die sind notwendig jetzt. Jetzt sieht es irgendwie so aus, als würden wir in den Regen reinfahren. Aber es ist auch so krass. Die Wolken so nah. Ja, es geht jetzt ordentlich runter. Auf der Spitze sind wir. Die Abfahrt war nicht zu steil, mit schönen langen Geraden und relativ gutem Asphalt, also keine Schlaglöcher. Allerdings war es ziemlich wellig, was man ganz gut an dem Lenker sieht. Ich hole mir ganz schnell meine Handschuhe raus. Ich meine, ich habe es ja dabei. Leute. Anne, wie sie leibt und lebt.
Ich mag Abfahrten doch nicht. Das war ganz schön wellig. Das war ganz schön wellig. Ja, ein paar Meter noch. Ein paar Meter. Ein Drittel noch ungefähr. Puh. 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 Wir schaffen das. Okay. Ja. Frauen mit lila Helmen schaffen jede Abfahrt, habe ich mal gehört. Ah, okay. Mhm. Ja. Aber wieder Sonne. Ja, wieder Sonne, das ist gut. Von da oben kommen wir, da ist ziemlich bewölkt und jetzt scheint die Sonne wieder. Und wir sind ziemlich unten. Hier sieht man das leicht ansteigende Plateau und die Abfahrt. Ja, jetzt sind es noch 48 Kilometer, ziemlich flach. Mal schauen, wie uns die schmecken. Guck mal, 2 Carrefour auf einmal. Mir würde eigentlich schon ein Carrefour zum Einkaufen reichen. Eindeutig. Okay, Saint-Sauterrain les Arbres. Wir brauchen eine Pause, so richtig mit hinsetzen und so. Habe ich gerade von hinten gehört. Eindeutig. Wir gucken. Anne braucht auch Trinkjoghurt. Oh, da ist ein Spar. Ah, der spart sogar auf. Anne, der spart auf. Geil. So, guckt euch die Oase an. Wir waren erfolgreich beim Spar. Pizza. Die haben wir noch von heute Morgen. Kaltes Wasser, kalte Cola. Perfekt. Ja, und jetzt halten wir uns hier mal 20 Minuten bestimmt auf. Ne? Mhm. Mal eine Pause. Die letzten 40 Kilometer um uns herum Plantagen ohne Ende. Windschatten fahren. So, die letzten 30 Kilometer. Uns war jetzt doch gerade wieder ein bisschen wärmer. Deswegen Armlinge ab und die lange Jacke ausgezogen. Und weiter geht's. Ja, doch noch im Windschatten einigermaßen. Das schöne Dorf da oben ist Gort. Ja, mittlerweile ist es zäh, es sind noch so 23 Kilometer, aber das schaffen wir, gehört auch dazu. Wir haben jetzt auch ordentlichen Wind, ist ganz angenehm dadurch, nicht zu heiß. Es hat jetzt bestimmt irgendwas mit 25 Grad. Also ich halte ja wirklich selten an, ne? Aber das ist krass. Das ist die Sorge, die entspringt nicht weit von hier in einer sehenswerten wasserreichen Karstquelle bei Fontaine de Vaucluse. Ja, und auf der anderen Seite sieht es so aus. Das finde ich echt übel. Glasklares Wasser. Gut, schöne Brücke. Weiter geht's. Wenn ich jetzt die Bilder von der Ebene so sehe, wirkt es ganz schön. Damals war es gefühlt aber echt zäh. So weichen manchmal die Bilder von den Gefühlen ab. Hier rollen wir nach 127 Kilometer in Pernes-les-Fontaines ein. Und hier links ist ein Rennradschuppen. Ziemlich versiert, glaube ich. Giro d'Italia Werbung dran. Ich glaube, vorgestern lief die 7. Etappe.
und zum Abschluss die ganze Strecke in der Ebene. Oh je. Geschafft, ne? Oh je. Hat ein Stück Arbeit, ne? Eben dachte ich, oh Gott, ich kann keine 3000 Höhenmeter und... 3000, nee, nur 2000. Ja, aber wir haben ja andere Sachen geplant. Achso, ja, das habe ich auch gedacht. Das weiß ich auch nicht, ob wir das machen. Eben gerade so, als ich gefahren bin, ich gedacht, oh mein Gott, wie mache ich das die Mario klar? Dass ich mich noch nicht so fit fühle. Weiß ich auch noch nicht. Ich fühle mich auch noch nicht fit. Dann war es das auch mit Tag 1. Ja, jetzt heißt es mal Räder schüssig machen, essen, schlafen und am nächsten Tag ging es auf den Mont Ventoux. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr. Der Code gilt übrigens auch für alle anderen Versicherungen von Helden.de.